Nachdem wir gestern mit der Fähre in Nador angekommen sind, sogar bei den Fahrradfahrern rollen sie die Taschen jetzt hier auf. So Stromausfall jetzt hier. Ey, da sind Affen! liegt heute ein erster kompletter Reisetag in Marokko vor uns. Ein Frühstück mit marokkanischem Gebäck, Oliven, Käse, Wurst und Ei liegt bereits in unseren Mägen. Besonders toll ist hier der frisch gepresste Orangensaft. Der schmeckt so intensiv. Hammer. Wir schwingen uns jetzt mal wieder aufs Bike und machen uns auf den Weg weiter Richtung Meersuga. Ich zeige euch mal kurz hier den Blick aus dem Fenster raus. Ab in den Palmgarten. Nett, oder? Ich finde das ja immer krass, wie die das schaffen, innerhalb dieser Mauern so ein kleines eigenes Reich zu schaffen. Also das ist wirklich beeindruckend, finde ich. Das denkt man immer gar nicht von außen. Damit macht das bestimmt auch richtig Spaß, in der Wüste unterwegs zu sein. Was für Oschis, ey. J'ai d'autres adresses qui sont bien. Okay. Super, wir kriegen hier gerade Adressempfehlungen. Das Chez François, das wurde nämlich schon, als wir von der Fähre runter sind, erwähnt, dass es sehr gut sein soll mit echtem deutschen Bier. Es ist ja immer gut, solche Tipps mal zu bekommen. Die Motorräder standen über Nacht sicher im verschlossenen Hinterhof des Hotels. Von hier aus geht es weiter auf lange, gerade Straßen, wo es trotz erstmal eintöniger Landschaft doch vieles zu bewundern gibt. Ja, die Autos hier, das ist echt immer wieder für mich ein Wunder, mit was sie hier fahren, ey. Krass, irgend so ein Alter, was ist das, ein VW? Ein Renault, okay. Das ist halt auch Nachhaltigkeit. Einerseits sagen wir, ja, hier unsere Schrottkarren, die nicht mehr durch den TÜV kommen und hier Abgaswerte und dies und das. Da gab es bei uns sowas wie Abwrackprämien, um die alten Fahrzeuge vom Markt zu kriegen, die ganzen Gebrauchtmarkt aufzuräumen. Das ist aber eigentlich nur ein Vorwand, um halt Wirtschaft anzukurbeln. Wirkliche Nachhaltigkeit ist halt immer noch mit so einem Ding, was 40 Jahre alt ist, rumzufahren und kein neues Fahrzeug zu haben, statt sich, wie bei uns üblich, alle 3 Jahre ein neues Auto zu kaufen. Ja, mit dem Vorwand, dass das dann weniger Abgase produziert. Ja. Okay, aber was wird produziert an Abgasen, um so ein neues Auto zu erstellen und das alte zu schrotten, ne? Es ist ja auch nicht so, dass es dann keinen Sprit oder so braucht. Es braucht dann einen Liter weniger. Wow. Ja. So. Ja. Aber was du da alles einsparst, wenn du einfach damit weiterfahren würdest. Aber gut, es ist in unserer Gesellschaft natürlich auch ein Statussymbol. Lifestyle. Wir haben das Geld so. Ja, aber dass es halt auch anders geht, sieht man hier genauso wie in den Balkanregionen. Ich finde es schon beeindruckend und gut, das zu sehen. Da denkt man schon anders über das Thema und dann braucht man nicht unbedingt noch das neueste Auto, sondern fährt dann auch gerne mit dem alten noch weiter. Umgekehrt glaube ich auch, dass es mit einem Auto von heute vielleicht gar nicht unbedingt möglich ist, dass es in 40 Jahren noch ungefähr. Ja, hier geht es jetzt gerade so ziemlich viel geradeaus. Das ist mega entspannend. Oh, ganz, ganz schön irgendwie gerade. Trinkrucksack ist mega. Ne? Nicht immer anhalten zum Trinken, sondern einfach mal schön Zug nehmen. Schön während der Fahrt schlucken. Weiter geht's mit den langen Geraden, an deren Rand immer wieder Ziegen und Schafsherden grasen. Futter für die Motorräder gibt es bei einem ersten Tankstopp in Marokko. Mit einem Benzinpreis von 13 bis 14 Dirham pro Liter, was umgerechnet 1,35 € sind, lohnt es sich übrigens, mit leerem Tank hier anzukommen. Neugierig sind sie, die Kinder und die Erwachsenen. Also mit Karte zahlen ging jetzt hier an der ersten Tankstelle, ja. Allerdings kostet es dann irgendwie 10% plus, aber hey, dafür hat man einen Beleg und alles. Ich finde das mal ganz gut. Ja, in Outat El Hai haben wir bei der letzten Reise ja auch übernachtet im Hotel Sochi, nachdem wir eine ziemlich böse Verfahrung in der Wüste hatten, wo wir dann fast auch übernachten mussten. Aber nein, wir haben es dann noch geschafft daraus und in Outat El Hai ist eine etwas größere Stadt, wo man auch alles kriegt. Eine ziemlich gut ausgebaute Shell-Tankstelle. Und während wir noch die Ladungsfreude der marokkanischen Mopedfahrer bewundern, er hat sich hier einfach einen Sack hinten über einen Gepäckträger geschmissen, ohne den irgendwie festzumachen.
wartet schon das nächste Highlight am Straßenrand auf uns. Ah, Kamele am Straßenrand. Ey, crazy. Oder sind es Dromedare, wenn die so einhubbeln? Eigentlich sind es Dromedare. Eigentlich sind es Dromedare, ne? Hey, aber da, oh, noch mehr. Oh, da, oh, wie toll. Lass uns mal hier ranfahren. Da, oh, oh, das ist ja wohl mal der Oberburner. Caro, pass auf, das ist super gefährlich. Was? Wirklich? Ja, die können so eine Gift... Die können so spucken, ne? die haben so Guck mal, Giftzähne. ey, geil. Lass mal ausmachen. Super cool. Ich muss das filmen mit dem Handy jetzt. Kamele. Nee, Dromedare. Dromedare. Man muss die Chancen ja mal nutzen hier. Und das bedeutet, ich werde mal Hallo sagen hier zu dem... Ah, der läuft schon weg. Hallo. Wollte dich streicheln? Okay, die wollen nicht gestreichelt werden. Der andere guckt. Naja, das waren auf jeden Fall hier heute mal unsere ersten Dromedare, die wir gesehen haben. So, Julian versucht sein Glück, da kommt ein Auto. Mal gucken, was passiert. Upsi, das war Müll. Das ist ein ganz witziges Bild hier von dir und denen. Die Sache ist, ich hatte immer schon einen guten Einfluss auf Tiere. Yay. Bisschen Angst, der guckt so, bisschen suspekt. Können die was? Weiß nicht, was die können. Ja, vielleicht könnte der Vater böse werden. Ja, der sagt, glaube ich, setz dich drauf, Junge. Ich trag dich bis nach Mersuga. Das Angebot konnten wir natürlich nicht annehmen und sind dann doch mit den Motorrädern weitergefahren. Auf einem Kamel reiten, dazu kommen wir bald aber auch noch. Neben winkenden Kindern, Eselreitern und Tieren auf und entlang des Weges beschäftigt uns außerdem der Umstand, dass es extrem windig ist. Alter, ich gebe jetzt gerade einfach Vollgas. Ich bin auf absolutem Anschlag und ich komme nicht um über 80 km/h. Ich muss hier runterschalten einfach. Es ist extrem windig, also so Alter. windig, das ist, da denkst du wirklich, hier fliegt gleich die Karre unterm Marsch weg, ey. Und ich sage euch, wir haben beide morgen Nackenschmerzen. Ich kann auch nicht mehr reden, oh, ist alles vorbei, alles weggepustet hier. Das fühlt sich an, als hätte man nur noch irgendwie 20 PS oder sowas maximal. Ja. Aber ich glaube, hier wird es jetzt aufhören. Wird's besser. So lässt sich in Schräglage fahren, trotz dass es nur geradeaus geht. Jetzt bei den sommerlichen Temperaturen ist es kaum vorstellbar, dass die Gipfel der Berge hier im Winter tatsächlich mit Schnee bedeckt sind. Gleiche Stelle, nur 2 Jahre später. Den Ausblick, den kennen wir ja schon. Hier haben uns die Jungs damals Steine verkauft. Hallo, da kommt auch wieder jemand, der was verkaufen will. Ja. Ah. Marokko, wie es leibt und lebt. Beautiful. Das ist ein klassisches Marokko-Phänomen. Du hältst irgendwo im Nirgendwo an und es dauert nicht lang. Zack. Schon taucht aus dem Nichts ein Marokkaner auf, der dir etwas verkaufen kann. Er hier vor uns kommt aus Portugal. Ja, auch Buggies wieder. Ah ja, mega. Entweder mal Buggy oder Kamel. Eins von beiden, das werden wir uns mal gönnen. Oder sogar beides. Ihr werdet sehen. Hier im Sisttal ist es wirklich faszinierend zu sehen, wie diese grüne Zunge an Palmen sich durch
Das Tal schlängelt entlang des Flusses, der da auch noch irgendwo halb vertrocknet durch. Naja, fließt glaube ich jetzt nicht mehr. Es steht eher so das Wasser. Und ansonsten echt beeindruckend, was für Häuserreste da stehen. Da kann man auf jeden Fall echt viel gucken und viel sehen. Das finde ich total empfehlenswert, hier lang zu fahren. Und es ist eine sehr schöne Abwechslung nach den langen Geraden und dem Wind, hier jetzt mal so ein bisschen geschützt in den Bergen zu fahren. Da führen so kleine Wege durch zwischen den Palmen. Ja. Und wenn man hier irgendwie mit dem Rucksack unterwegs ist, ist es auch ganz schön. Ich finde auch langsam taucht man so richtig hier in diese Welt ein. So erst zum Unbehagen und dann legt sich das und auf einmal merkt man so, man ist so richtig drin. Man gewöhnt sich so dran, ne? Ja. Ja, mit jeder Begegnung, die man hier mit den Einheimischen macht, sei es beim Tanken, bei irgendwie einen Kaffee holen oder so, ist ja bis jetzt immer alles positiv so, und von daher kann man gar nicht anders, als das hier immer mehr zu mögen und dann immer mehr von der Natur zu sehen, die sich hier so wandelt und immer neue faszinierende Bilder malt. Also das ist schon echt was Besonderes hier. 30 Kilometer vor Erfurt erstreckt sich eine Oasenstadt, die so malerisch in die Palmhaine eingebettet ist, dass wir an die Seite fahren, um davon ein Foto zu machen. Als plötzlich ein Junge die Straße zu uns hinaufläuft. Ui, wen haben wir denn da? Der ist aber flitzig, du. Bonjour, Monsieur. Er weiß nicht, was er sagen soll, aber er findet es toll, glaube ich. Und, big surprise, er bleibt nicht allein. Ich habe jetzt noch ein bisschen Kleingeld. Ich glaube, ich gebe denen was, weil die irgendwie so süß sind, oder? Ja, mach mal. Mach mal. Ich habe hier so eine Klimperkiste. Ein petit peu. Aber nicht. Dass jeder einen kriegt, oder? Ja. Eins. Was haben wir hier noch? Eins. Hat noch jemand? Merci. Und der Junge auch eins. Super. English? English? Yes, English. My name is Selma. Selma. My name is Yasmin. Is Yasmin. Oh, it's like Aladdin. You know Aladdin? My name is Mariam. Marianne. Oui. Okay. And your name? My name Yassi? Yassir. Yassir. Okay. My name is Caroline. Hi. C'est Julien. Ja, ne? Julien. Oui. Und Julien hat die Kamera, glaube ich, viel zu tief. Oh Mann, schade. Wir haben hinten noch Bonbons drin, Julien. Ah, doch. Ne? Guck mal hinten rein. Wir kommen hier gar nicht mehr los. Wir haben jetzt hier viele Kinder und Bonbons. Nicht schaffen. Komm her hier. So, eins, hier zwei. Die hat zwei, ist egal. Komm her, irgendwie noch eine. Bitteschön. Ja, passt schon. Aber eher her. Hier, Monsieur. Bitteschön. Ja, ich glaube, das reicht. Okay, we have to go. We have to go to Merzouga. Merzouga today. Today is very late. Very late. We have to be fast now. Non, je n'ai pas le temps. Un bonbon. Sorry, I hope you're very well. Ja? Okay, dann ist man auch gleich ganz schnell abgeschrieben. Während ich mich erfolgreich aus dem Staub mache, dient Juliens Gasgriff noch zur Erheiterung der Kinderschar. Das scheint ihnen mehr Freude zu bereiten als Geld oder Süßes. Das hast du viel. Ja, Glück kann so einfach sein. Ohnehin, von Kommentatoren alter Videos weiß ich, dass Geld zu geben die Gefahr birgt, die Kinder vom Betteln abhängig zu machen und Zucker ihren meist schon katastrophal ungepflegten Zähnen schadet. Total schön, in dieser Abendsonne gerade zu fahren. Es wird auch deutlich wärmer, der Wind lässt nach und es ist einfach wie so eine angenehme Brise, die einem hier so um das oder durch dieses Hemd durchweht.
echt Genuss pur. Ich bin froh, dass wir nicht schon in dem Ort vorher in Riyadh gefunden haben, sondern die, wo wir hin wollten, hatten keinen Platz mehr. Oh no! Die danach waren uns eindeutig zu teuer. Und jetzt mal gucken, ob wir überhaupt noch bis Merzouga kommen oder wo wir was finden. Wir fahren jetzt einfach mal. Als wir Erfurt erreichen, sind wir eigentlich schon gar und würden gerne ein Nachtlager finden. Doch das rechte Fleckchen dafür will sich irgendwie noch nicht zeigen. Und so durchfahren wir die Stadt nur, die am Fluss Cis mit ihren 30.000 Einwohnern am Rand der Sahara liegt und vielen Touristen als Ausgangspunkt für Touren in die Wüste dient. Raus aus der Stadt zeigt sich das, was wir in den nächsten Tagen noch häufiger sehen werden. Oh nein, da ist eben der ganze LKW mit den Ziegelsteinen da umgekippt, ey, wie ärgerlich. Aber das ist das halt mit so Ladungssicherung und irgendwas. Ne? Man denkt immer so, ja, irgendwie machen die das in den Ländern, aber in so Ländern passieren halt auch solche Sachen. Ja, ich meine, das passiert in Deutschland wahrscheinlich auch oft genug, ne? Ja, gut, aber das ist halt schon, ich glaube nicht, dass der bei uns so rumfahren will. Ja, so, ist wahrscheinlich safe verboten, ja. so. Naja. Ja, es wird langsam dunkel. Wir sitzen auch schon seit 9 Stunden jetzt auf dem Motorrad und haben noch kein Hotel. Die letzten beiden hatten immer schon alles voll. Naja, wir kommen Merzouga immer näher, aber der Dunkelheit leider auch. Immerhin sind wir auf befestigten Straßen unterwegs, ne? Immer das Positive sehen. Aber so langsam bin ich auch gar. Ab diesem Zeitpunkt fahren wir jedes Hotel an, was sich links und rechts am Straßenrand sichtbar macht. Doch der Preis von 140 € pro Nacht ist uns einfach zu hoch. Und so fahren wir weiter in die immer schwärzer werdende Dämmerung hinein. Es wird immer dunkler. Hier sind immer wieder auch so Sandverwehungen auf der Straße. Also so richtig schnell fahren geht auch nicht bedingungslos. Ich bin froh, dass wir so gute Lichter an den Motorrädern haben, dass wir auf jeden Fall gesehen werden und auch trotzdem ganz gut was sehen. Ja, es bleibt hier spannend bis in den Abend, wo wir hier heute Nacht schlafen werden. Aber 100 € für was irgendwo in the middle of nowhere sehe ich dann nicht ein. Ist das dunkel, ey. Man sieht wirklich schlecht. Boah, das ist unangenehm jetzt. Aber gut, Merzouga ist jetzt noch eine Viertelstunde, 20 Minuten entfernt. Da ziehen wir jetzt durch irgendwie. Ey, das da hinten sind Sanddünen schon wahrscheinlich, oder? Die man jetzt nicht sehen kann, ne? Was? Wenn das jetzt nicht mehr so weit entfernt ist. Ja, das ist jetzt hier. Wir haben jetzt gar nicht diesen Moment, von dem ich eigentlich, den ich mir so vorgestellt hatte, wie man hier so in dieses Gebiet reinkommt und so langsam sieht, wie hier so eine Sandwüste anfängt mit den Dünen und so, wow, sieht das hier aus. Sondern man sieht einfach so, ey, hier alles diesig, so gucken, dass man hier überhaupt die Straße sieht. Ja, echt. Und das war einfach schon ohne, dass es dunkel wurde, diesig heute. Jetzt ist es nochmal so richtig. Volle Breitseite, ey. Naja, das Schicksal wollte es so. Wir werden an diesem Tag insgesamt 574 Kilometer fahren. So, jetzt haben wir hier noch unsere erste Offroad-Fahrt im Dunkeln. Super geil. Es ist irgendwie so ein... Wo geht's denn lang? Ich weiß es gerade nicht. Es geht ins Dunkel. Ah, hier? Okay. Ah, hier geht's lang. Die macht so ein S, der Weg. Boah, ich hoffe, dass dieses Hotel was frei hat, ey. Das ist ja wohl hier echt nicht zu fassen. Zack, bist du drin, gleich hier noch so. Das ist so gefährlich. Man sieht halt auch gar nicht die Autos, die uns gerade entgegenkamen, wie weit die weg sind. Plötzlich stand da vor uns irgendwie so ein riesen LKW und es war aber gefühlt noch so, dass der voll weit weg war. Jetzt da sind auch Kamele noch Wellblechpiste. Hier gerade. Hier sind noch, da sind noch Kamele. Ja, das Ding ist, der LKW hatte so eine Schmalspur, wodurch die Scheinwerfer total eng zusammen waren. Das heißt, im Dunkeln, weil du ja nur die Scheinwerfer siehst, hast du das Gefühl, der wäre noch viel weiter weg. Ja. Und auf einmal ist er direkt vor dir. Mhm. Und dann noch eine Kreuzung und das ist weicher Sand, der da vor dir ist, glaube ich. Ja. Ja. Boah, es schwimmt. Oh nein. Hier aber es geht. Boah, aber schön ist es, ne? Bitte lasst die jetzt was frei haben und nicht so teuer sein. Ich will nicht mehr.
Das sieht aus, als wäre es sehr teuer. Wenn Ja, das schon so aber ist. ich meine, das ist soweit. Oh, scheiße, hier ist loser Sand. Scheiße. Wo soll ich hier noch hinfallen? Ich habe hier schon die Traktionskontrolle. Ja, ich habe schon Leerlauf. Ich bin schon wieder im Regenmodus, du. Es geht ab. Okay, gehst du eben rein? Ja. Boah, ich bin ja so gespannt jetzt. Julian nimmt euch jetzt mal mit durch die kleine Oase, die sich mitten im Sand und der Dunkelheit vor uns aufgetan hat. Zum einen ist es ein besseres Gefühl für unsere Sachen, wenn immer nur einer reingeht, während der andere bei den Bikes bleibt. Und zum anderen schont es die Kräfte. Mit der Motorradkombi fühlt sich jeder Schritt in müdem Zustand doppelt schwer an. In diesem Fall lohnt sich der weite Gang. Bonsoir. Est-ce que vous avez encore une chambre pour une nuit, 2 personnes? Pouvez-vous me donner le passeport? Et ça coûte combien? C'est 100 €. Avec le dîner et le petit déjeuner. Je vais parler avec mon ami. Merci. Ja Leute, das hat sich doch mal gelohnt, noch ein bisschen weiterzufahren. Es kostet zwar auch 100 €, aber es ist inklusive Abendessen, inklusive Frühstück. Und es ist einfach, ich hoffe, man sieht es in der Dunkelheit, ein absolutes Träumchen. Wenn wir jetzt noch Kind und Hund hätten, könnten die hier auch noch Platz finden. Also das ist ja wohl geil, ey. Hier ist Dusche separat. Okay, Dusche. Oh, Dusche, da freue ich mich ja. Toilette ist hier. Ja, und vor allen Dingen mit dem Außenbereich. Man hat da so eine ganz, ganz schöne Stelle direkt hinter so einem Pool, wo es sofort in den Sand reingeht. Ein bunter Teller vom Buffet. Hinter mir sind die Dünen. Also das ist wirklich Dunkelheit, Nacht, Sand und Wüste. Ja, das ist unser Abendessenplatz heute. Krass, also sowas habe ich noch nicht gehabt. Bei so einer Unterkunft, da lohnt es sich, einen langen Fahrtag auf sich genommen zu haben. Das Essen schmeckt doppelt so gut wie sonst und die Anziehungskraft der Wüste wirkt bereits. Gute Nacht, ich schlafe dann heute Nacht alleine. Es war nett mit dir. Abonniere jetzt den Kanal, klick aufs Like und die Glocke, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, süße Träume!